Willkommen in einem Land, das eher Kompromiss ist als Nation, aufgeteilt in verschiedene Regionen. Den Norden, der plant, produziert und profitiert, und den Süden, der raucht, rostet und sich selten aus der Ruhe bringen lässt. Land der Gegensätze. Hier ist das kein Klischee, sondern Alltag. In Belgien macht jeder sein eigenes Ding. Das war schon bei Asterix so. Guten Tag. Bonjour. Goeiedag. Hallo, hey. Es ist kompliziert, aber irgendwie funktioniert es. Denn etwas hält das Land zusammen, trotz allem. Schokolade, Bier, Waffeln oder Pommes? Da gibt's noch mehr. Hinter den Klischees steckt ein Land mit 3 Gesichtern. Im Norden Flandern. Hier leben 6,3 Millionen Menschen. Sie sprechen mehrheitlich Flämisch. Im Süden die Wallonie, wo Französisch dominiert. 2 Regionen, 2 Sprachen. Und dann ist da noch Ostbelgien. Moment, Ostbelgien? Wir werden einfach immer vergessen. Zugegeben, die deutschsprachige Gemeinde zählt nur gut 80.000 Menschen. Und so beschaulich geht es hier auch zu. Aber Ostbelgien ist eine eigenständige politische Einheit, mit Deutsch als Amtssprache. Irgendwie weiß das nur kaum einer. Tim Rex kann nicht mehr zählen, wie oft er das gehört hat. Belgier, die Deutsch sprechen? Gibt's doch gar nicht. Doch, ihn gibt's. Und er tritt jeden Tag in die Pedale, damit bald die ganze Welt davon erfährt. Sein Traum? Rennradprofi werden. Ja, also Ostbelgien hat landschaftlich einfach unfassbar viel zu bieten. Es bietet Bergauffahren an, es bietet Flachfahren an, man fährt bergab. Die Straßen sind sicher. Es bietet uns Rennradfahrern einfach unfassbar viel Trainingsraum an, was unfassbar cool ist. Und da ist man stolz darauf, das eine Heimat nennen zu dürfen. Das gibt es nämlich im flachen Flandern mit all seinen Städten nicht. Und in der Wallonie stolpert man an jeder Ecke über eine Industriebrache. Dagegen Ostbelgien geradezu unberührt. Kurven, Wälder, Höhenzüge, Straßen wie gemacht für Tempo. Ein Landstrich, der fordert. Hier kann Tim sich nicht nur beweisen, er muss. Ich bin jetzt in der U23-Kategorie noch und danach muss man es schaffen, Profi zu werden oder man hat es eben nicht geschafft. Gut, wenn ich es nicht schaffe, bin ich 22, dann stehen mir noch alle Türen der Welt offen. Ich meine, heutzutage ist auch keine Seltenheit, dass man noch einen trifft mit 30, 35, der sich umorientiert im Leben, im Beruf. Also mache ich mir da über Plan B habe ich noch nicht viel nachgedacht. Und man sagt auch immer so, wenn man einen Plan B hat, dann glaubt man nicht an Plan A und man sollte an Plan A glauben. Von seiner Heimat hat Tim es nicht weit in die Eifel oder in die Ardennen. Ideale Trainingsbedingungen für einen Rennradprofi in Spee. Tim wohnt noch zu Hause, in Rhären. Die Kleinstadt liegt nur einen Steinwurf von der deutschen Grenze entfernt, aber doch mittendrin zwischen 3 Sprachen und 2 Kulturen. Hier lebt er zusammen mit seiner Mutter Susanne Waldmann. Jede Region ist anders, jede Region hat Vorteile, jede Region hat Besonderheiten. Hier zum Beispiel in der deutschsprachigen Region sind natürlich sehr viel Deutschsprachige. Hier ist auch vieles sehr deutsch, ob man das jetzt positiv oder negativ sieht. Die Wallonen sind sehr gemütlich, sehr gesellig und die Flamen sind sehr direkt und sehr ordentlich und ihre Vorgärten sind wunderschön gestylt, wohingegen in der Wallonie das eher solche Blumenwiesen sind. Selbst bei so Details gibt es dann noch so Kleinigkeiten, die eben, wo man Unterschiede sieht. Der eine fühlt sich halt da wohler, der andere fühlt sich da wohler. In einem so geteilten Land ist Sport oft der einfachste Weg, sich verbunden zu fühlen. Was Belgien zusammenhält? Vielleicht der Moment, wenn 3 Regionen ein Team bilden und alle dieselben Farben tragen. Radsport in Belgien ist doch ein großer Sport.
Wenn man in der Nationalmannschaft ist als Belgier auf der Straße, das ist einfach ein unfassbar cooles Gefühl. Es sind dann auf den Rennen aber oftmals nur 6 Fahrer und es gibt viele U23-Fahrer und wenn man da genommen wird, das ist schon eine Ehre und das ist auch was, worauf man auf jeden Fall stolz sein kann. Kurz nach unseren Dreharbeiten schafft Tim tatsächlich den Sprung. Er steigt auf, vom Nachwuchsrennfahrer zum Profi. Er bekommt einen Vertrag bei einem niederländischen Rennstall. Hat doch gut geklappt, ohne Plan B. Manchmal lohnt es sich allerdings, eine Alternative zu haben. In Charleroi zum Beispiel. Da braucht man einen Plan B. Unbedingt. Hässlichste Stadt der Welt wird Charleroi despektierlich genannt. Natürlich von den Niederländern, die etwas abfällig auf Belgien gucken. Street Art Künstler Sebastiano Bongiovanni hat gerade hier einen Blick für das Schöne. Willkommen in Charleroi. Charleroi ist wirklich etwas ganz Besonderes. Die Stadt ist von Street Art und Graffiti umgeben, die überall aufblitzen, mitten in Industriezonen. Das sorgt für starke Kontraste. Viel Grau, aber auch viel Farbe. Genau dieser Kontrast macht Charleroi besonders. Und ich liebe meine Stadt. Ich liebe Charleroi. Sebastiano stammt aus La Louvière, einer Region, die nach dem Krieg italienische Minenarbeiter anwarb. Kohleabbau und Stahlindustrie, das war ihr Alltag. Geblieben ist nur der Spitzname. Pied Noir, das schwarze Land. Aber die Wallonie wird nicht allein gelassen. Denn Belgien funktionierte früher ein bisschen wie eine Waage. Kriegte Flandern Förderung für ein Großprojekt, bekam die Wallonie genauso viel Geld. Klingt erstmal gut, aber sorgt auch für unsinnige Großprojekte, die nie zu Ende gebracht werden. Die Geistermetro in Charleroi zum Beispiel. Ein ganzes Metronetz, das zwar gebaut, aber nie in Betrieb genommen wurde. Heute ist die Metro ein berühmter Lost Place, den Künstler wie Sebastiano mit ihren Graffitis erobert haben. Jetzt endlich wird der Ort renoviert. Man spürt, dass die Dinge sich in die richtige Richtung entwickeln. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg in Charleroi. Sebastiano geht gezielt zu den Lost Places in Charleroi. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, sie sichtbar zu machen. Dort, wo Verfall ist, bringt er Schönheit hinein. Für Künstler wie ihn ist Street Art eine Form der Kommunikation. Sie ist ein direkter, ehrlicher Kommentar zum Zustand der Stadt. Ich denke, was diese verlassenen Orte wirklich interessant macht, ist die Energie, die dort herrscht. Charleroi ist voll davon. Es ist wirklich sehr, sehr kreativ. Und es ist sehr beeindruckend, solche Orte zu sehen, die verlassen sind. Es ist gerade diese Seite, diese rohe Seite, die Charleroi so besonders macht. Sebastiano ist einer von vielen Street-Art-Künstlern aus Charleroi. Sie haben ihre Stadt nicht aufgegeben. Sie wollen ihr neues Leben einhauchen. Wenn man an solchen verlassenen Orten malt, dann achtet man natürlich auf die Technik, den Stil und die Art der Malerei. Aber irgendwo steckt auch etwas Tieferes dahinter, weil solche Orte für etwas stehen. Sie waren früher einmal in Benutzung. Da haben Menschen gearbeitet, ihr Geld verdient. Und dann gab es einen Niedergang, vielleicht einen Bankrott. Und so ist er nun verlassen, ohne jede Aktivität. Wenn man an so einem Ort malt, erlaubt man ihm irgendwie weiterzuleben, auch wenn er eigentlich stillsteht. Und dann gibt es noch die Teile der Stadt, die nie stillstehen. Sebastianos Lieblingscafé zum Beispiel, wo er auf seine Freunde trifft, wie Kaffeebesitzer Massimo Maieroni. Es ist leicht, mit dem Finger auf Charleroi zu zeigen und es als das schwarze Schaf Belgiens darzustellen. Vielleicht auch, um andere Defizite auf staatlicher Ebene zu erklären oder wie Belgien funktioniert. Von außen kann man leicht urteilen. Aber wenn man Charleroi erlebt, ist es etwas ganz anderes. Charleroi ist kulturell extrem reich. Musik, Theater, Street Art. Es gibt unglaublich viele interessante Dinge. Trotz aller Reibereien, was hält Belgien denn dann zusammen? Red Devils. Die Red Devils. Ich mache nur Spaß. Richtig, so ist es.
Es stimmt, dass in Belgien alle die Fußballmannschaft unterstützen. Die Teufel, das ist es, was uns alle verbindet. In Belgien sitzen wir alle im selben Boot, obwohl wir verschiedene Sprachen sprechen und es unterschiedliche Mentalitäten gibt und unterschiedliche Hobbys und Leidenschaften. Gilt das auch für die Städte im Norden, in Flandern? Zum Beispiel Antwerpen. Mit rund 500.000 Einwohnern ist sie weltoffen und international. An der Universität studieren Menschen aus 136 Nationen. Ticken die Menschen hier vielleicht ganz anders? Ezoe Weiden ist Juristin und unterrichtet an der Uni. Antwerpen ist der Ort, an dem ich geboren bin und mein ganzes Leben lang gelebt habe. Antwerpen ist für mich also mein Zuhause. Es ist eine Stadt für alle. Es ist in jeder Hinsicht eine sehr vielfältige Stadt. Es gibt also eigentlich Platz für alle Arten von Menschen, die stolz darauf sind, aus Antwerpen zu kommen. Die 25-Jährige hat eine Leidenschaft für Sprache. In ihrem Fall ist es Flämisch. Sie ist Spoken-Word-Artist und weiß, Sprache ist ein Schlüssel, damit Menschen sich verstehen, auch wenn sie mal nicht einer Meinung sind. Taal ist Es fing alles an, als ich in der Grundschule begann, Bücher zu lesen. Ich war fasziniert davon, wie man durch Worte und durch Lesen in die Gedanken eines anderen Menschen eintauchen und sich in eine neue Welt begeben kann. Erst als ich etwas älter wurde, begann ich Gedichte zu schreiben. Und da wurde mir klar, dass man durch die Wahl der richtigen Wörter Emotionen bei Menschen hervorrufen kann. Und das ist das Schönste überhaupt. Sprache bedeutet, etwas zu erzählen, aber auch jemanden zu bewegen oder jemanden etwas fühlen zu lassen. Und genau das möchte ich mit den Gedichten, die ich schreibe, erreichen. Anfang 2025 wird Ezoe eine große Ehre zuteil. Als Stadtdichterin von Antwerpen soll sie Worte finden, die die ganze Stadt beschreiben. Ihr Gedicht an der Bibliothek Permeke erscheint in 21 Sprachen. Es soll eben alle ansprechen, ganz gleich, wo sie herkommen. Verstehen muss man sich auch im Restaurant Samenloop. Geflüchtete lernen hier kochen und Flämisch. Wie die Waisenmädchen damals im historischen Maagdenhaus bereiten sie sich auf einen Neustart in der Gastronomie vor. Die Idee stammt von Chris Brüsings. In Europa hat jeder eine sehr ausgeprägte Meinung zur Migration. Das gehört sicher nicht zu den beliebtesten Themen. Aber ehrlich gesagt, die meisten Leute haben noch nie einem Asylbewerber oder Flüchtling direkt in die Augen gesehen. Und genau das ist hier möglich. Diese Menschen bereiten das Essen zu, stellen ein Menü zusammen und bringen das Essen zu den Gästen. Sie stellen sich vor, sagen, woher sie kommen und was auf dem Teller liegt. Wir wollen den Menschen, die hierher kommen, Perspektiven bieten. Sie gehen arbeiten. Sie leisten einen Beitrag zur Gesellschaft. Auf diese Weise kann ein Projekt wie Samenloop eine tragende Säule für Migration schaffen. Serviert wird belgische Küche, verfeinert mit Aromen aus den Heimatländern der Küchencrew. Das Menü bleibt jeden Abend gleich. So können sich die Auszubildenden ganz auf das Kochen konzentrieren. Handbücher mit Bildern von Zutaten und Werkzeugen samt Übersetzung helfen bei der Verständigung. Naomi Dubong-Nde kam 2020 aus Kamerun nach Belgien.
Kochen ist für mich eine Leidenschaft. Und ich liebe es, wenn Leute mein Essen probieren und es genießen. Die meisten Gäste wollen wissen, hast du das gemacht? Und ich bin dann so froh, ihnen sagen zu können, ja, das habe ich. Sie fragen, woher kommst du eigentlich? Und freuen sich, wenn verschiedene Leute ihr Essen zubereiten und sie es dann genießen können. Das wichtigste Vokabular sitzt schon. Smakelijk. De eten is lekker. I'm saying everything. I like In Belgien ist der kleinste gemeinsame Nenner Essen. Ich glaube, Essen ist etwas, das alle von überall zusammenbringt. Egal welche Sprache man spricht, egal woher man kommt, eine Sache, die uns alle zusammenbringt, ist Essen. Vor allem, wenn es gutes Essen ist. Und in Belgien gilt das erst recht. 149 Sterne-Restaurants gibt es in diesem kleinen Land. Kein geschäftliches Treffen ohne Gourmet-Menü, keine Mahlzeit ohne extra Schliff. Essen steht definitiv ganz oben auf der Liste, wenn es um belgische Identität geht. Ich habe für das Restaurant Samenlob ein Gedicht über kulinarische Erinnerungen geschrieben. Darin geht es um etwas, das man essen, riechen oder schmecken kann. Um das Gefühl, an einen bestimmten Ort auf der Welt zurückzukehren. An einen bestimmten Moment, an den man sich noch erinnert. Und das finde ich sehr schön, denn ich selbst habe eine nigerianische Mama und einen belgischen Papa. Und ich weiß zum Beispiel von meiner Mutter, dass sie, wenn sie ihr nigerianisches Gericht isst, für einen Moment in ihre Kindheit in Nigeria zurückversetzt wird. Und sie kann uns dieses Stück Kultur durch das Essen weitergeben. Das finde ich sehr beeindruckend. Es ist etwas, das jeder hat, unabhängig von seinem Hintergrund. Fast jeder dritte Belgier hat einen Migrationshintergrund. Aber am Tisch werden die Grenzen fließend. Eines der größten Schiffshebewerke der Welt steht in Strepithieu. Als Flandern den Hafen in Zeebrugge ausbaute, brauchte die Wallonie natürlich auch ein eigenes Großprojekt. Voilà! Nach endlosen Debatten und 20 Jahren Bauzeit ging es 2002 in Betrieb und ist bis heute nicht nur ein wichtiger Knotenpunkt für die belgische Binnenschifffahrt, sondern auch eine touristische Attraktion. Denn in einem sind sich alle einig, trotz Streit, ganz schön imposant das Ding. Das findet auch Damien Fiacre. Er ist Eigner und Kapitän der Belgosax. An sein erstes Mal Strepithieu erinnert er sich gut. Als ich das erste Mal mit dem Aufzug von Strepithieu gefahren bin, war ich schon beim Aussteigen unten beeindruckt von der Höhe des Bauwerks, das doch ziemlich groß und beeindruckend ist. Und dann zu wissen, dass es für die Öffentlichkeit nicht wirklich zugänglich ist, in den Aufzug zu steigen und dass wir das Privileg haben, das zu tun, den ganzen Aufstieg zu machen, ist wirklich etwas Magisches. Damien stammt aus Leuze-en-Hainaut, ein kleiner Ort mit 14.000 Einwohnern. Als ich klein war, habe ich in Tournai auf der Schelde die Boote vorbeifahren sehen. Und ich dachte mir, Mensch, es wäre wirklich großartig, sein eigenes Boot zu steuern und als Familie auf dem Boot zu leben. In anderen Berufen hat man nicht oft die Gelegenheit, als Familie zusammenzuleben und gleichzeitig zu arbeiten. Aber dieser Beruf ermöglicht das. Es ist also ziemlich außergewöhnlich, ziemlich speziell. Und das gefällt mir wirklich. Hors du commun, quoi. C'est spécial, mais j'aime bien ça. Ouais. Damien bricht heute auf in Richtung Antwerpen. Er bringt Malz von Leuven zum Antwerpener Hafen. Mit seinen 28 Jahren ist Damien eine Ausnahme, denn das Durchschnittsalter der Binnenschiffer in Belgien liegt bei etwa 50 Jahren. Dabei ist die belgische Binnenschifffahrt legendär, eine urbelgische Tradition. Es macht uns schon ein bisschen stolz, dass wir einen so besonderen, seltenen Beruf haben und die Möglichkeit, ein Schiff zu steuern. Nicht jeder hat die Chance dazu. Und ja, wenn die Leute uns ansehen, lächeln sie immer ein bisschen. Und es freut uns immer, wenn wir Leute sehen, die uns anlächeln. Wissen Sie, das ist sympathisch.
C'est chouette. Voilà, c'est sympathique. Belgiens Kanäle und Flüsse bilden ein Netzwerk, das die Grenzen zwischen Flandern und der Wallonie verschwimmen lässt. Insgesamt 1500 Kilometer Wasserstraße, das verbindet Gegensätze. Auch wenn sie manchmal in Form von unterschiedlichen Sprachen aufeinanderprallen. Centrale Campenode, Belgo-Sax. Ja, goedemorgen meneer de Belgo-Sax. Ik ben afvaart boven Sluis-Tildonk en Bestemming Antwerpen. Dank u wel. Voilà. Ja, hier musste ich Flämisch sprechen, weil wir uns im niederländischsprachigen Teil des Landes befinden. Und deshalb muss man sich schon bemühen, Niederländisch zu sprechen. Dann gibt es Orte, an denen die Leute kein Französisch sprechen, was es komplizierter macht. Oder es gibt Einzelfälle, in denen die Schleusenwärter Französisch sprechen können, sich aber nicht die Mühe machen wollen, weil sie der Meinung sind, dass wir uns in Flandern, in der flämischen Region des Landes befinden. Und das ist ein bisschen einschränkend. Daher ist es natürlich ein großer Vorteil für diesen Beruf, mehrere Sprachen wie Englisch, Deutsch, Niederländisch oder Französisch zu sprechen. Das ist ziemlich spezifisch für Belgien. Das stimmt. Ein Binnenschiffer in Belgien braucht ein gewisses Sprachtalent, aber vor allem eine ruhige Hand. Sonst kommt er nicht unfallfrei durch die engen Schleusen. Das Boot ist 51 Meter lang und die Schleuse ist maximal 52 Meter lang. Das ist also ziemlich knapp. Man muss das Boot vorher anhalten. Und die Schleuse ist auch nicht breit, denn sie ist 7,50 Meter oder 7,70 Meter. Und das Schiff ist 6,60 Meter breit. Also auch nicht viel Spielraum. Man muss wirklich darauf achten, gut zu manövrieren, um durch die Schleusen zu kommen. Sein Können hat Damien an der Binnenschifffahrtsschule im wallonischen Uy bewiesen. Und natürlich hat auch Flandern eine eigene Schule in Antwerpen. Binnenschiffer werden in Belgien händeringend gesucht. Es gibt immer weniger junge Menschen, die diesen Beruf ergreifen wollen, weil er immer stärker industrialisiert wird. Die Schiffe werden immer größer und es wird wirklich sehr industriell. Es gibt Personal an Bord. Der familiäre Charakter geht verloren. Und die Bedingungen, sich als Schiffseigner selbstständig zu machen, sind ziemlich kompliziert. Denn es gibt viele technische Vorschriften, neue europäische Normen, insbesondere für Motoren und CO2-Emissionen. Und das bremst das Engagement in der Binnenschifffahrt sehr. Denn diese Normen sind mit hohen Kosten verbunden und sehr einschränkend. Geschafft! Damien hat die Schleuse erfolgreich passiert. Die gesamte Etappe von Leuven nach Antwerpen dauert etwa 11 Stunden für 72 Kilometer. Deutlich langsamer als jeder LKW. Der würde nur 1,5 Stunden brauchen. Hier ersetzen wir 25 Lkw durch eine einzige Ladung, was sich doch erheblich auf die Verkehrslage und die Umweltbelastung auswirkt. Denn wir verursachen viel weniger Schadstoffe als alle Lkw, die für den Transport dieser Menge erforderlich wären.
Fast 2 Stunden Wartezeit vor der Schleuse in Zennegat. Für Damien kein Problem. Er nutzt die Pause, um seine Fahrtenbücher zu studieren und ein paar Takte auf dem Bordklavier zu spielen. Langweilig wird es nie. Auf dem Wasser ist Belgien grenzenlos. Das Land wird auch zusammengehalten von einem Netzwerk aus Schleusen, Flüssen und Kanälen. Binnenschiffer verbinden, was an Land oft getrennt scheint. Belgien ist noch, sagen wir mal, vereint. Als Bürger gibt es viele Dinge, die uns verbinden. Da ist zum einen die Tatsache, dass wir einen König haben. Es ist ein belgischer König. Er ist weder ein flämischer noch ein wallonischer König. Er ist ein König der Belgier. Ich persönlich habe mich nie als Wallone gefühlt. Ich habe mich immer als Belgier gefühlt. Meiner Meinung nach sollte es das gar nicht geben, dass es Flandern und die Wallonie gibt. Denn wir sind nur ein Volk, nämlich das belgische Volk. Und manche sprechen Französisch oder Niederländisch, aber das ist kein Problem. Wir haben genau dieselbe, eine einzigartige Kultur. Nach 11 Stunden auf dem Wasser läuft Damien ein, in den Hafen von Antwerpen, das wirtschaftliche Herz Belgiens. Ein Ort, an dem sich die Vergangenheit aus Stahl und Containern mit der Zukunft aus Daten und Dekarbonisierung mischt. Hier arbeiten Lisbeth Stockmann und ihr Mann Greg Klaas gemeinsam an der Schnittstelle zwischen Tradition und Transformation. Manche Leute denken, wenn sie sich umschauen, dass sich hier gar nichts verändert. Aber was hier gerade passiert, ist einfach mindblowing. Es werden hier neue Rohrleitungen in den Boden verlegt, um CO2 abzufangen. Und dieses wird dann transportiert. Per Rohrleitung oder per Schiff. Sie werden verlegt für Wasserstoff. Ein Energieträger, mit dem die gesamte Industrie dekarbonisiert werden kann. Und es werden neue Tunnel gegraben und gebohrt, um die Chemie und die Polymere, die wir weiterhin brauchen, nachhaltiger zu machen. Greg und Lisbeth sind beides Flamen. Aber wer denkt, da gäbe es keine Unterschiede, hat sich getäuscht. Welten liegen zwischen ihnen. Oder sagen wir, ein Fluss. Wir kommen jetzt von der rechten Seite. Wir gehen zum linken Ufer. Und er ist auf der rechten Seite geboren und aufgewachsen, ich auf der linken Seite. Die beste Seite. Nun, es gibt tatsächlich eine gute Seite und eine weniger gute Seite. Und warum ist die rechte Seite die beste Seite? Weil dort die Antwerpener wohnen. Und die fühlen sich, ja, wie sagt man das? Die fühlen sich wie die Spitze der Welt. Antwerpen ist eine Weltstadt. Sie vergleichen sich mit Shanghai und New York. Ist ja auch so. Antwerpen ist so etwas wie das Zentrum der Welt. Antwerpen, Belgien, Europa und die Welt. Also wenn man so fragt, worum dreht sich die Welt? Nun ja, Antwerpen. In Antwerpen sagen wir, Antwerpen ist die Stadt, der Rest ist Parkplatz. Da einer immer nachgeben muss, ist Lisbeth dann doch auf die rechte Seite von Antwerpen gezogen. Sie arbeitet im Hafenhaus. Das Gebäude ist eine der Attraktionen der Stadt, entworfen von der irakischen Stararchitektin Zaha Hadid. Glas und Stahl sollen wie Diamanten wirken. Die Form erinnert an ein Schiff. Hier residiert die Hafenbehörde. Antwerpen ist der zweitgrößte Hafen Europas. Das stimmt größtenteils. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Rotterdam. Rotterdam ist nur ein kleines bisschen größer als wir, aber ab und zu überholen wir sie. Ein bisschen Nationalstolz, ein bisschen Ehrgeiz. Antwerpen misst sich gern mit den Größten. Möglich macht das vor allem ein Industriezweig, der für Belgien zentral ist.
Was meiner Meinung nach einzigartig am Hafen von Antwerpen ist unser Chemiecluster, der weltweit nach Houston der zweitgrößte ist. Und welche Bedeutung hat das für Belgien? Für uns ist das ein wichtiger Teil unseres Wohlstands, der Hafen von Antwerpen. Der Hafen von Antwerpen ist ein wirtschaftliches Kraftzentrum, aber noch kein klimafreundliches. Mit rund 18 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr zählt er zu den größten Emittenten des Landes. Ein gigantischer Fußabdruck, den Liesbeth verkleinern will. Bis 2050 streben wir alle, sowohl der Hafen von Antwerpen als auch die Industrie hier, die Klimaneutralität an. Dass es keine zusätzlichen CO2-Emissionen gibt. Und wir hier im Bereich der nachhaltigen Transformation oder Sustainable Transition, wie wir es nennen, versuchen dafür zu sorgen, dass der Hafen und die Industrie weniger CO2 ausstoßen und bis 2050 klimaneutral werden. Wie können wir den Rahmen dafür schaffen? Liesbeth kümmert sich darum, dass sich Start-ups ansiedeln, die mit innovativen Ideen den CO2-Ausstoß senken. Und zwar genau hier, direkt am Hafen, in der Bahnbrekerstraat, der Bahnbrecherstraße. Hier ist der Name Programm. Das Start-up macht bahnbrechende Dinge mit Biomüll. Hier gewinnt man daraus Milchsäure, aus der wiederum Plastik hergestellt werden kann. Für Liesbeth ist das der richtige Ansatz. Kreisläufe herstellen und so nachhaltiger werden. Noch steht das Unternehmen allein da auf dem Bahnbrechergelände. Doch weitere Start-ups stehen schon in den Startlöchern. Wenn es nach Liesbeth geht, sind sie alle bald in Antwerpen. Und wenn es dann gut läuft, geht es von da aus in die ganze Welt. Kleiner ist der Anspruch nicht, den Liesbeth und Greg haben. Belgien gehört, wie Singapur oder Monaco, zu den Ländern der Welt, die am stärksten urbanisiert sind. 98% der Belgierinnen leben in Städten. Und die liegen oft nah beieinander, wie hier in Gent. Gent ist Hotspot traditionsbewusster Feinschmecker und Heimat der Chocolatiers Karen van Liesebeth und Jannis de Dutschaber. Gent ist eine Großstadt, aber eine kleine Großstadt. Eine authentische Stadt. Ja, eine authentische Stadt. Alles aus früheren Zeiten ist wirklich schön erhalten geblieben. Und darauf wird ja auch sehr streng geachtet. Auf den ersten Blick sieht Gent aus wie eine Postkarte. Mag daran liegen, dass die Innenstadt komplett autofrei ist. Es ist die größte verkehrsberuhigte Zone in ganz Europa. Kein Wunder, dass Gent als nachhaltigste Stadt Belgiens gilt. Das sorgt auch für echte Ruhe. Es gibt kein ständiges Geräusch von vorbeifahrenden Autos, kein Geruch von Abgasen. Das merkt man eigentlich erst, wenn sie weg sind. Ja, das ist sehr angenehm. Im schmalen Graffiti-Lahnchen, dem Graffiti-Gässchen, liegt der Laden der beiden. Moment mal, hier werden die traditionsreichen belgischen Pralinen hergestellt? Es ist eigentlich sehr inspirierend, weil sich hier tatsächlich immer alles verändert. Und weil die Leute, die hier Graffitis sprühen, auch kreative Menschen sind. Die, so wie ich, nicht unbedingt die Besten in der Schule waren, sondern einfach ihr eigenes Ding machen und ihre eigenen Kreationen zeigen wollen, anstatt etwas zu bringen, was andere auch machen. Stimmt's? Stimmt. Früher war hier ein Bestatter drin, später ein Kunstatelier. Die Gasse verändert ständig ihr Gesicht, denn hier ist Übersprayen offiziell erlaubt. Eine gute Arbeitsbedingung, wenn man am Puls der Zeit sein will. Mit The Chocolate Maker können sich Jannis und Karen hier selbst verwirklichen. Eigentlich wollte ich Konditor werden. Aber da muss man ein Törtchen von 100 Gramm oder so essen, während man bei Pralinen schon mit 8 bis 10 Gramm viel Geschmack und Genuss erleben kann. Ich wollte schon immer meinen eigenen Laden haben. Es war schon immer mein Traum, mein eigenes Ding machen zu können. Karen und Jannis sind die ersten belgischen Chocolatiers, die nach dem Bean-to-Bar-Prinzip arbeiten. Von der Röstung der Bohne bis zur fertigen Tafel, alles in eigener Hand. En mijn chocolade hoeft niet
Meine Schokolade muss nicht allen gleich schmecken oder jedem gefallen. Ich kann hier ganz nach meinem Geschmack vorgehen. So hat eigentlich alles angefangen. Es ist zwar echte belgische Schokolade, aber geschmacklich ist sie kaum mit dem vergleichbar, was man bei den größeren Herstellern kaufen kann. Und damit kommen sie in Gent gut an, weil es zu dieser Stadt passt, in der Nachhaltigkeit so groß geschrieben wird. Die Menschen in Gent sind sehr freundlich und offen für neue Dinge. Sie halten nicht wie die klassischen Flamen an ihren ursprünglichen typischen Geschmäckern fest, sondern probieren auch eine neue Art von Schokolade. Etwas Besonderes, Yuzu. Sie sind auch sehr treu, was für uns sehr schön ist. Und sie sind auch immer für ein nettes Gespräch zu haben. Das ist super. Ihre Kunden kommen aus ganz Belgien. Ist es vielleicht die Liebe zur Schokolade, die das Land im Inneren zusammenhält? Schokolade ist schon immer eine Tradition gewesen. In unserer Familie, in unserem Leben. Es gibt viele Feiertage in Belgien, die sich um Schokolade drehen. Ich denke dabei an Nikolaus, Ostern. Ja, es ist enorm. Das ist eine Art Verbindung zwischen Menschen. Ja, Schokolade verbindet Menschen. Das ist wirklich ein wichtiger Teil der belgischen Schokoladentradition. Belgische Schokoladentradition inmitten urbaner Kunst. Es scheint, als würde das eine zum anderen passen. Wenn man Gegensätze sucht, wird man in Brüssel schnell fündig. In der Hauptstadt Belgiens leben rund 1,3 Millionen Menschen. Brüssel ist zweisprachig als einzige Stadt des Landes. Französisch und Flämisch sind beides Amtssprachen. Welche man gerade spricht? Im Büro bei Rachel und Sin, Verhandlungssache. Montags fangen wir mit Niederländisch an und heute ist dann ein französischer Tag. Das heißt, wir reden wirklich alle Französisch, auch Kleinigkeiten oder sogar E-Mails, die wir uns schicken. Und am nächsten Tag ist es dann wieder Niederländisch und so wechseln wir die Tage ab. Wenn wir freitags mit Niederländisch aufhören, sprechen wir montags wieder Französisch. Was im Büro beginnt, setzt sich draußen fort. Auf den Straßen, in den Köpfen. Ich finde Brüssel eine sehr schöne und faszinierende Stadt. Es ist eine Stadt der Kontraste. Sehr schön, sehr schmutzig, sehr viel zu tun, sehr viele verschiedene Kulturen, sehr viel leckeres Essen. Es ist einfach eine eklektische Mischung, in der sich jeder zu Hause fühlen kann, aber manchmal auch ein bisschen unsicher. Aber ja, ich habe mein Herz daran verloren. Aus der Liebe zu ihrer Stadt wurde ein Anliegen. Sin und Rachel setzen sich für etwas ein, das in Brüssel schwieriger ist als gedacht. Das Gehen, zu Fuß. Gründen sogar eine NGO, die die Stadt lebenswerter machen will. Ausnahmslos für alle. Wir sind Rachel und Sin. Wir arbeiten bei Walk Brussels und setzen uns hier in Brüssel für die Rechte der Fußgänger ein. Wir wurden von Symphonie kontaktiert, weil unsere Aktionen eigentlich genau dasselbe Ziel haben. Wir prangern den Müll auf dem Gehweg an und damit meinen wir nicht nur Abfall, sondern auch die schlechte Qualität des Gehwegs, dass er zu schmal ist, dass Verkehrsschilder im Weg stehen, buchstäblich Müll, aber eben auch strukturelle Dinge, die anders sein müssten, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten. Und ja, also machen wir heute gemeinsam einen Spaziergang und wenn es Hindernisse gibt, klebt ruhig Aufkleber drauf. Das Motto des Tages: Troep van de Stoep, Müll vom Bordstein. Gemeint ist nicht nur Abfall, sondern Hindernisse, die im Weg stehen. Nicht jeder kann ausweichen.
Blumentöpfe oder Terrassen machen die Stadt ja schöner, aber nur für Menschen, die keine körperlichen Einschränkungen haben. Für Menschen mit einer Behinderung sind sie jedoch oft ein echtes Hindernis, das plötzlich vor ihnen steht. Eine gute Lösung wäre, dass wir überall einen gewissen Raum frei halten auf dem Bürgersteig. Dass wir Rücksicht auf die Menschen nehmen, die sich am schwersten fortbewegen können. Dass dies als Grundlage genommen wird. Damit wir wissen, okay, wenn es an sie angepasst ist, ist es eigentlich gut für alle. Sin und Rachel wollen, dass Brüssel als Stadt wahrgenommen wird, in der alle Menschen gut vorankommen. Ob mit Kinderwagen, Rollstuhl oder Blindenstock. Sicher, nachhaltig und ohne Hindernisse. Egal ob auf den großen Straßen der Stadt oder abseits der touristischen Pfade. Die touristischen Viertel sind nicht die interessantesten, denn Brüssel ist eine Stadt mit so vielen Kontrasten. Man kann eine Straße entlang gehen, abbiegen und ein ganz anderes Gefühl bekommen, in eine andere Gemeinschaft geraten. Und das ist es, was ich an Brüssel am faszinierendsten finde. Ich denke, dass wir gelernt haben, mit verschiedenen Sprachen und unterschiedlichen Hintergründen umzugehen. Das hat uns auch ein wenig gelehrt, dass wir gemeinsam vielleicht leichter vorankommen als durch eine weitere Spaltung. Rachel und Sin schwingen keine großen Reden, sondern machen lieber kleine Schritte. Sie versuchen, ihre Stadt für alle zugänglich zu machen. Rücksicht und Toleranz stehen bei ihnen ganz oben auf der Liste. Werte, die auch in Antwerpen gelebt werden, genauer im Stadtteil Borgerhout. Ein Schmelztiegel der Kulturen, in dem sich Menschen aus Marokko, Ghana, Nigeria, Kongo oder der Türkei wiederfinden. 64% der Bewohner Borgerhouts haben Wurzeln außerhalb Belgiens. Es ist bunter und dichter hier als im Rest der Stadt und gerade heute besonders lebendig. Denn gemeinsam mit den Anwohnern feiert Daphne Touassella heute eine urbelgische Tradition. Und dann ist es während des Umzugs noch wichtig, dass wir zusammenbleiben und nicht so lange stehen bleiben. Also passt auf, dass wir gut durchkommen. Heute ist der Tag der Reuzestoet, des Riesenzuges. Eine Tradition, die seit 1712 zelebriert wird. Ursprünglich wurden dafür 4 Riesenfiguren durch Borgerhout getragen, die das Königshaus symbolisieren. Heute ist der Reuzestoet längst mehr als ein Umzug mit übergroßen Figuren. Er ist ein Volksfest für alle. Ein Tag, an dem jeder mitmachen kann. Der Reuzestoet ist ein Fest, das Menschen und Organisationen aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammenbringt. Hier kann jeder zeigen, was er das Jahr über macht. Ein echtes Gemeinschaftserlebnis, gerade für uns, um unsere Vielfalt sichtbar zu machen. In den vergangenen Wochen hat Daphne gemeinsam mit Geflüchteten an ihrem Riesen gearbeitet. Eine meterhohe Figur, gebaut in Handarbeit, bemalt, geschmückt, getragen von einer Idee: Frieden. Und dafür haben sie sogar prominente Unterstützung erhalten von Stadtdichterin Ezoe Weiden. Sie hat für den Anlass ein Gedicht geschrieben. Die zentrale Botschaft, die wir eigentlich vermitteln wollen, ist, dass jeder ein Recht auf individuelle Freiheit hat und auf Frieden. Frieden im eigenen Herzen, in den eigenen 4 Wänden, aber auch Frieden in der gesamten Gesellschaft. Und ich hoffe, dass das jeder bekommen kann. Frieden. Ich wünsche dir eine ununterbrochene Nacht, frei von Angst, in der kein ohrenbetäubender Krieg, sondern die Stille der Stabilität herrscht. Aber heute bringt der Kontrast. Nicht jedes Fenster fängt den Morgen ein. Auf dem Rathausplatz zeigt sich, worum es hier eigentlich geht. Es geht um Feiern, um Zusammensein, aber auch um Verbundenheit und Toleranz, dass wir uns vertragen. Und das sind wirklich schöne Werte, die man hier ganz stark spürt, wenn man bei so einem Riesenfest oder einem Karnevalsevent herumläuft. Und was steht jetzt auf der Liste zur belgischen Identität? Ein Land, in dem 3 Sprachen und unzählige Eigenheiten täglich aufeinandertreffen und die Menschen trotzdem miteinander klarkommen. Weil sie gelernt haben, dass Zusammenhalt nicht durch Gleichheit entsteht, sondern durch Kompromisse, Geduld und eine gute Portion Gelassenheit. Was Belgien im Innersten zusammenhält, ist genau das: die Fähigkeit, in all der Unterschiedlichkeit ein Wir zu finden. Immer wieder aufs Neue.